Hallo zusammen und willkommen zu meinem Kanal Mizuki's Home. Ich bin Mizuki. Heute zeige ich euch, wie man Kawara-Soba kochen kann. Kawara-Soba ist ein Nudengericht aus Yamaguchi in Japan. Man isst Teenudeln mit einer Suppe. Das ist Kawara-Soba. Kawara-Soba ist mein Lieblingsessen. Ich liebe es einfach. Und ich zeige euch in diesem Video, wie man Kawara-Soba zubereiten kann. Dann, los geht's! Für Kawara-Soba benutzt man Cha-Soba, also Tee-Soba-Nudeln. Cha-Soba sind aus Buchweizennudeln mit Matcha oder grüner Tee wie Sencha gemacht. Man kann solche Cha-Soba in asiatischen Supermärkten oder auch online kaufen. Ich habe einen Link für Cha-Soba in der Videobeschreibung verlinkt. Übrigens, Kawara bedeutet Dachziegel und Soba bedeutet Buchweizennudeln. Da man früher Kawara-Soba auf einem Dachziegel serviert hat, nennt man es Kawara-Soba. Ich mache Kawara-Soba heute in diesem Video, wie meine Mutter sie in Japan für mich zubereitet hat. Dann fangen wir mal an zu kochen. Als Zutaten für Kawara-Soba benutzt man Cha-Soba, Eier, Rindfleisch, Lauchzwiebeln, Nori, Hondashi und Sojasauce. Man kann Kawara-Soba mit wenigen Zutaten zubereiten. Trotzdem schmeckt es richtig lecker. Manche Leute kochen Kawara-Soba etwas süß, aber ich mag nicht süße Suppe oder süße Fleisch. Deswegen benutze ich für meinen Kawara-Soba gar keinen Zucker. Aber wenn man ein bisschen süße Kawara-Soba zubereiten möchte, kann man Zucker zum Beispiel für Fleisch benutzen. Zum Beispiel Fleisch kann man mit Sojasauce und Zucker vorher würzen, aber ich mache das nicht. Und ich mag Kawara-Soba nur mit diesen Zutaten. Dann, ich zeige euch, wie man Kawara-Soba machen kann. Cha-Soba muss nicht lange kochen, deswegen mache ich das zum Schluss. Und als erstes brate ich mal Eier. Ich benutze heute 3 Eier, weil mein Mann auch zusammen Kawara-Soba isst. Ich habe 3 Eier verrührt. Ich gebe dazu ein bisschen Milch, damit Eier ein bisschen vermehrt. Und ja, damit kann man auch einfacher braten kann. Dann brate ich mal Eier und ich muss ganz dünne Eier braten. Das heißt auf Japanisch Kinshi Tamago. Und Kinshi Tamago zu machen, benutze ich diese viereckige Pfanne. Aber man braucht nicht unbedingt viereckige Pfanne, sondern man kann auch mit einer runden Pfanne Kinshi Tamago machen bzw. braten. Ich zeige euch dann, wie man Kinshi Tamago machen kann. Dann ich gebe ein bisschen verrührte Eier auf die Pfanne. Und breite ich mal die Eier bis zu jeden Ecke. Bis zur jeden Ecke. Bis in jede Ecke. Bis in jede Ecke. Bis in jede Ecke. Ecke. Bis in jede Ecke. Deutsch ist manchmal schwierig. Bis in jede Ecke. Bis in jede Ecke. Perfekt. So, ungefähr gebraten. Dann lege ich erstmal auf eine Blätter. Dann zweite Runde.
Eier muss man auch schneiden. Ich zeige euch, wie man Eier, also Kinshi-Tamago für Kawara-Soba schneiden kann. Erstmal einfach Hälfte und dann habe ich in dünne Streifen geschnitten. Ja. Andere Zutaten, zum Beispiel Rindfleisch und Lauchzwiebeln, sollte man auch vorher schneiden bzw. zubereiten. Ich habe schon mal diesen Rindfleisch dünn geschnitten. In Japan isst man Fleisch oft so dünn geschnittene Rindfleisch oder Schweinefleisch und in Japan kann man so eine dünn geschnittene Fleisch im Supermarkt schon einfach kaufen, aber in Deutschland verkauft man oft so einen großen Block. Deswegen kaufe ich oft so 300 oder 500 Gramm Rindfleisch zum Beispiel und dann ich friere erstmal im Frierfach und dann schneide ich mit einem Messer oder wenn man einen Allesschneider hat, dann kann man einfach Fleisch dünn schneiden. Rindfleisch sieht so aus. Und Lauchzwiebeln sollte man auch dünn schneiden. Das benutze ich auch für Kawara-Soba. Dann koche ich die Chasoba-Nudeln. Die Nudeln sind wegen grüner Tee grün. Sie schmeckt aber nicht so wie grüner Tee. So, Chasoba ist fertig gekocht. Ich gebe das Wasser ab. Nach dem Kochen von Nudeln sollte man die Nudeln ein bisschen mit Wasser abspülen. Dann bereite ich auch die Suppe zu und gebe 500 ml Wasser in einen Topf. Dazu gebe ich 2 Esslöffel Sojasauce und 2 Teelöffel Dashi-Pulver wie Hondashi. Ich verrühre ein bisschen die Suppe und lasse ich ein bisschen kochen. Dann ist die Suppe auch fertig. Man brät oft Kawara-Soba auf einem Teppanyaki-Blech, also ein Eisenblech. Aber wir haben leider zu Hause keinen Teppanyaki-Grill. Ich brate also einfach auf eine Pfanne diesen Chasoba und andere Zutaten zusammen. Suppe isst man nachher zusammen mit Nudeln. Auf eine Pfanne gebe ich ein bisschen Öl. Ich habe einen kleinen Tipp für euch. Wenn man nach dem Kochen von Nudeln die Nudeln ein bisschen so da gelassen hat, dann sollte man einmal mit Wasser diese Nudeln durcheinander machen lassen, damit die Nudeln nicht zusammengeklebt werden. Die Pfanne ist heiß genug, dann gebe ich alle Nudeln auf die Pfanne. Auf die Nudeln gebe ich Eier. Auf dem Eier gebe ich Rindfleisch. Dann gebe ich Lauchzwiebeln. Nori ist eigentlich optional, aber wenn man zu Hause Nori, also Seitanblätter hat, dann kann man auch auf Kawara-Soba geben. Ich schneide mit einer Schere Nori. Ich brate Kawara-Soba auf einer Pfanne, bis die Nudeln ein bisschen wieder warm werden. Und ja, ich brate sie bei mittlerer Hitze. Dann Kawara-Soba ist schon fertig. Dann essen wir diese Nudeln mit Suppe. Dann itadakimasu. Itadakimasu. So, diese Kawara-Soba isst man zusammen mit Suppe und ich gebe meistens nicht, aber wenn man ein bisschen Scharfes mag, dann kann man diesen Shichimi Tougarashi, also
japanischen Zwiebeln benutzen. Ja, das ist Shichimi Tougarashi eigentlich, sagt man. Aber in Deutschland nennt man hier Nanami. Wahrscheinlich Shichimi kann man nicht so gut aussprechen, deswegen heißt das in Deutschland Nanami. Komisch, ne? Ich wusste auch nicht, bis ich in Deutschland diesen Shichimi Tougarashi gekauft habe. Diesen Shichimi Tougarashi ist ein bisschen scharf, aber nicht so scharf, denke ich. Dann itadakimasu. Nudeln, Eier, Fleisch zusammen essen, das passt sehr gut. Itadakimasu. Ja, das ist Kawara-Soba. Richtig lecker. Also die Suppe, einfach nur Sojasauce und Hondashi, trotzdem schmeckt richtig gut. Umami ist drin. Und diesen Suppe und Chasoba, Nudeln, Fleisch, Eier passen wirklich sehr gut. Und man kann sehr einfach Kawara-Soba zubereiten. Ja, das ist sehr gut. Das war's mit diesem Video. Ja, ich habe die Jacke ausgezogen. Ich verschwitze mich wegen der Hitze. Aber Kawara-Soba war richtig lecker. Und ja, das war mein Lieblingsessen. Ich hoffe, dass Kawara-Soba auch euch sehr gut schmeckt. Dann freue ich mich sehr. Und wenn euch das Video gut gefallen hat, dann bitte gebt dem Video einen Daumen hoch und lasst bitte einen Abo da. Dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao! Send a car